Was wäre, wenn ich im Jahr 2004 5.000 Euro in ein Sparbuch eingezahlt hätte? Oder wenn ich mit dem Geld seitdem einen Welt-ETF oder ein Factor-Portfolio bespart hätte? In eine Immobilie investiert hätte oder wenn ich mit dem Geld in Google, Apple, Amazon und Microsoft investiert hätte. Was die einzelnen Anlageformen gebracht hätten und was diese 5.000 Euro heute wert wären, das schauen wir uns jetzt einmal an. Beginnen wir zunächst einmal mit dem klassischen Sparbuch. Im Jahr 2004, Ende 2004, Anfang 2005, waren Zinsen von mehr als 2% noch Realität. Man kann in diesem Chart ganz gut erkennen, dass ungeachtet der Weltwirtschaftskrise das Sparbuch zwischen 2004 und 2015 noch verhältnismäßig stark wachsen konnte. Seit 2015 jedoch, bei deutlich unter 1% Zinsen für das Ersparte, ist der Zuwachs minimal. Am Ende stünde man mit seinen Ende 2004 investierten 5.000 Euro bei einem Wert von 6.035 Euro. Der Wertzuwachs über knapp 18 Jahre beträgt hier also immerhin 20%. Vorteil des Sparbuches ist ganz klar die absolut nicht vorhandene Volatilität. Man muss aber natürlich erwähnen, dass in dieser Grafik die Inflation nicht einberechnet ist. Grob über den Daumen gepeilt und bloß mit der Annahme, dass die Inflation pro Jahr bei 2% läge, in der Vergangenheit lag sie häufig drunter, zuletzt natürlich deutlich drüber, entspricht die Kaufkraft von den 6.035 Euro nach 18 Jahren nur noch der Kaufkraft von 4.200 Euro im Jahr 2004. Das heißt, für die mühselig angesparten 6.035 Euro bekomme ich nach 18 Jahren real weniger an der Supermarktkasse oder zum Beispiel im Baumarkt als noch 2004. Bildet euch gerne eure eigene Meinung, ob das rentabel klingt. Was ist eigentlich mit Immobilien? Die Preise für Immobilien in München, Hamburg und anderen großen Städten steigen gefühlt rasant in die Höhe. Wir haben hier für diese Grafik einmal den Häuserpreisindex genommen und die Entwicklung seit 2004 einbezogen. In dieser Grafik nehmen wir an, wir hätten 5.000 Euro in ein Haus im Jahr 2004 investiert. Was wären diese 5.000 Euro denn heute wert? Na klar, 5.000 Euro ist etwas gering, wenn wir über Investieren in Häuser reden, aber die 5.000 Euro dienen hier ja nur zum Vergleich oder zur Veranschaulichung. Ihr könnt hier natürlich genauso gut in diesen ganzen Werten 500.000 Euro annehmen und dann hochrechnen. Ändert ja nichts an der Aussage und an dem Verlauf. Wichtig vorab, die Entwicklung, die wir hier sehen, bezieht sich natürlich auf die durchschnittliche Häuserpreisentwicklung in Gesamtdeutschland. Durch Regionen, wo der Wertzuwachs geringer ist als in München und Co., gleicht sich das hier natürlich aus und wir reden hier nicht über die Spitzenregionen. Auch wichtig, wir schauen nicht auf die Preisentwicklung für Wohnungen, sondern wir reden hier über Häuser. Da der Wert einer Immobilie häufig schwankt und in der Regel nicht so schnell festzustellen ist und nicht so leicht festzulegen ist, habe ich die Werte hier nicht über die Jahre geglättet, sondern immer angenommen, dass die Werte zum Jahresanfang neu berechnet würden. Wir sehen hier Erstaunliches. Zu Beginn, zwischen 2004 und 2010, wäre der Wert unseres Hauses stellvertretend durch die 5.000 Euro sogar gesunken. Im Zuge der Finanzkrise verloren die meisten Immobilienhäuser in Deutschland zwischenzeitlich leicht an Wert. Daran erkennt man schon einmal, dass das Risiko beim Hauskauf, wenn man es als Wertanlage betrachtet, natürlich etwas größer ist. Von 2010 an bis 2022 stiegen die Häuserpreise jedoch dann kräftig an, sodass hier im Jahr 2015 im Vergleich die Wertentwicklung des Sparbuches getoppt werden konnte. Allerdings erst nach 11 Jahren. Hier sieht man also, dass es tatsächlich eine Phase von 11 Jahren gegeben hätte in diesem Vergleich, in der sich das Sparbuch sogar zwischenzeitlich mehr gelohnt hätte in der Vermögensbildung als der Hauskauf. Am Ende wären aus den 5.000 Euro Immobilienanteil eine Immobilie mit einem Wert von mehr als 9.000 Euro geworden, nämlich exakt 9.351 Euro wert. Die Rendite läge hier also immerhin schon bei 87% über die ganzen Jahre hinweg gesehen. Grob inflationsbereinigt wären das immerhin 6.500 Euro im Jahr 2004 gewesen. Wichtig aber zu erwähnen, eine Immobilie oder ein Haus bietet natürlich noch viele weitere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. In der Regel ist einem als Hausbesitzer der Wertzuwachs der selbstbewohnten Immobilie im ersten Schritt gar nicht so wichtig, wenn man kein Immobilienspekulant ist oder die Immobilie zur Vermietung kauft. Das wäre nochmal ein ganz anderer Case. Wenn man die Immobilie nämlich vermietet hätte, dann müsste man natürlich hier in der Kalkulation noch die Mieteinnahmen in die Rendite mit einbeziehen und natürlich aber auch die Kosten abziehen. Die Komplexität habe ich hier jetzt in dieser Rechnung nicht aufgemacht, sondern nur den Wertzuwachs der Immobilie betrachtet. Folgt auf Instagram dem Kanal TechAktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune.
Kommen wir einmal zu der beliebten ETF-Anlage. Wie schneidet denn der SPDR MSCI All Country World ETF im Vergleich zum Haus- und zum Sparbuch ab? Wir nehmen also an, wir hätten im Jahr 2004 5.000 Euro in diesen ETF, der Aktien aus den Industrienationen und Schwellenländern kauft, investiert. Dann sehen wir, dass dieser ETF bis 2008 bereits einen deutlichen Renditevorteil hatte und beinahe an der 8.000 Euro Marke geknabbert hat. Dann allerdings kam die Weltwirtschaftskrise und der Wert der ETFs halbierte sich und lag zwischenzeitlich bei 4.000 Euro. Und das wohlgemerkt bei einem sehr breit gestreuten ETF. Hätte man hier also in Einzelaktien investiert, hätten die Verluste im Einzelfall noch deutlich größer sein können. Danach stieg der Wert der ETFs wieder und die ETF-Anlage konnte bereits im Frühjahr 2010 erneut das Sparbuch und die Immobilien überholen. Nach einigen Auf und Abs stieg der Wert der ETFs bis zur Corona-Krise deutlich an, wo es dann nochmal einen merklichen Dip nach unten gab, bis die 20.000 Euro Marke durchbrochen werden konnte. Man sieht hier ganz klar, dass eine ETF-Anlage natürlich risikoreich ist, vermeintlich sogar risikoreicher als ein Sparbuch. Allerdings beträgt die Rendite hier nach 18 Jahren knapp 9% pro Jahr und 377% insgesamt. Man stünde hier also bei einem Depotwert von 23.800 Euro. Selbst nach Abzug der Inflation wäre diese ETF-Anlage am Ende nach 18 Jahren immerhin noch ungefähr 16.500 Euro wert, umgerechnet in die Kaufkraft von 2004. Alternativ sehen wir hier noch einmal den Chart einer ETF-Anlage in den MSCI World ETF von iShares. Einziger Unterschied zwischen diesen beiden ETFs ist, dass der MSCI World ETF nicht in die Schwellenländer investiert. Und dabei sehen wir, dass der MSCI World ETF bis 2014 leicht schlechter lief, sogar als der All Country World Index. Und anschließend, insbesondere durch die Schwäche der Schwellenländer, vor allem China, dann wieder aufholen konnte und jetzt leicht vorne liegt. Leicht vorne liegen heißt aber, diese ETF-Anlage wäre am Ende 24.800 Euro wert, also knapp 1.000 Euro mehr stünden hier zu Buche im Vergleich zum All Country World Index ETF. Das entspricht einer Rendite von 396% und nach Inflation bleiben immer noch 17.240 Euro Kaufkraft übrig. Also etwas mehr als der All Country World Index ETF. Ich persönlich verfolge bekanntlich einen Factor-Ansatz beim Anlegen. Was genau das ist, was ein Factor-ETF oder ein Factor-Portfolio ist und warum Sie versuchen, eine leichte Überrendite zu erzielen, wie Sie das vielleicht schaffen können, erfahrt ihr hier in diesem Video. Kurz gesagt, man versucht hier mit gewissen Faktoren, wie zum Beispiel Small-Size-Faktor oder Value-Faktor, in gewissen Zeiträumen langfristig eine Überrendite einzustreichen. Hätte man diese Strategie, die ich in dem Video beschreibe, seit 2004 verfolgt, dann würde die Rendite so aussehen. Direkt von Anfang an konnte das Factor-Portfolio einen Renditevorteil aufbauen, den es dann konstant gehalten hat. Der Verlauf ist grundsätzlich ähnlich wie bei den anderen beiden ETFs. Am Ende kommt das Factor-Portfolio jedoch auf 27.079 Euro Depotwert und auf eine Rendite von 442%, also knapp 50 Prozentpunkte mehr Rendite. Inflationsbereinigt wären das immerhin noch 18.823 Euro. In diesem Zeitraum hätte man also tatsächlich einen Renditevorteil gegenüber den Welt-ETFs erzielen können. Nun wird es jetzt etwas wild. Die bisher gezeigten Anlageformen waren ja für jeden noch relativ leicht umsetzbar. Das Risiko ist kalkulierbar, klar 50% Einbrüche bei den ETFs, also Aktienfonds sind ja sogar dabei gewesen und tun sicherlich jedem Anleger zwischenzeitlich weh. Langfristig sind die ETFs jedoch eben wesentlich volatiler und aber auch rentabler als das Sparbuch und sogar als die Immobilienwerte. Es ist nicht einfach, eine ETF-Strategie langfristig auch in schlechten Phasen durchzustehen. Daher sind die nun folgenden Informationen für die meisten Anleger noch weniger etwas bzw. gar nichts, beziehungsweise nur ein rein fiktives Szenario, was mit Sicherheit niemand von uns so mitgenommen hat und was zukünftig auch praktisch unmöglich wird zu erreichen. Dennoch zeige ich diese beiden Szenarien trotzdem auf, um sozusagen die Upside einmal zu zeigen und einzuordnen. Mein Kanal besitzt eine Werbepartnerschaft mit Xtra ETF. Werbung für Broker, einzelne Aktien oder Fondsanbieter kommt für mich bekanntlich nicht in Frage. Ich nutze aber Xtra ETF bei jeder ETF-Analyse und vor allem auch, um die Performance meines eigenen Portfolios zu tracken und zu analysieren. Xtra ETF bietet dazu eine tolle Schnittstelle, mit dem ihr euer Depot sehr simpel mit Xtra ETF verbinden könnt und so viele spannende Informationen wie zum Beispiel die Verteilung eures Portfolios nach Regionen, nach Marktkapitalisierung, KGV und ähnliches einfach ablesen könnt. Seit neuestem ist auch eine Schnittstelle für die Anbindung eures Trade Republic Portfolios mit dabei. Comdirect zum Beispiel geht sowieso schon seit langem. Es gibt bei Xtra ETF kostenlose Varianten und auch Varianten, die noch mehr Details bieten und einen monatlichen Beitrag kosten. Ich selbst nutze die Standardversion für 70 Euro pro Jahr. Einen Link zur Xtra ETF findet ihr in der Videobeschreibung. Hätte man im Dezember 2014 in Bitcoin investiert, ebenfalls 5.000 Euro, die man von 2004 bis 2014 dann einfach auf seinem Girokonto gesammelt hätte oder nur liegen gelassen hätte, dann sieht die Rendite natürlich nochmal ganz anders aus, nämlich folgendermaßen.
Zunächst einmal hätte man innerhalb von 2 Monaten 50% seiner 5.000 Euro verloren, weil der Kurs in diesem Zeitraum so massiv abgefallen wäre. Die meisten wären dann wahrscheinlich an dieser Stelle schon direkt wieder rausgegangen und ausgestiegen und hätten das Folgende nicht miterlebt. Ein Jahr später, 2015, hätte man seine investierten 5.000 Euro wieder zurückbekommen. Dann wären vielleicht auch einige noch ausgestiegen und hätten gesagt, na, bin ich aber froh, dass ich das eingesetzte Geld wieder zurück habe. Im Januar 2017 stünden die 5.000 Euro dann bereits bei einem Wert von knapp 13.000 Euro. Nur 12 Monate später, im Januar 2018, wären aus den 5.000 Euro bereits 185.000 Euro geworden. Eine unglaubliche Rendite. Allerdings wenige Monate später hätte man hier auch schon wieder 100.000 Euro weniger im Depot gehabt. Die Darstellung in diesem Graphen ist logarithmisch, daher kommen diese krassen Kursrückgänge weniger zur Geltung, aber sonst wird es auch schwierig, alles auf einem Graphen darzustellen. Im Januar 2019 waren die ehemals 185.000 Euro dann nur noch 45.000 Euro wert. Klar, immer noch eine krasse Rendite im Vergleich zu 5.000 Euro, bei denen man gestartet ist, allerdings auch 140.000 Euro weniger als zwischenzeitlich schon erreicht. Wer hätte denn hier die Nerven gehabt, noch zu sagen, naja, ich bleibe weiterhin drin und spekuliere mal, dass aus den 45.000 Euro wieder mehr wird und eben nicht weniger. Oder vielleicht hätte man sich auch mit den 45.000 Euro ein gutes Auto kaufen können, hätte gesagt, naja, war eine gute Zeit, mal gucken, Bitcoin AD. Die das eben nicht getan haben, stünden mit ihrem 5.000 Euro Investment dann im Januar 2021 bei 388.000 Euro und im November 2021 sogar bei 821.000 Euro Depotwert aus 5.000 Euro. Allerdings, mittlerweile wären es wieder nur noch 259.000 Euro, die aus euren 5.000 Euro übrig geblieben wären. Also mal eben wieder schlappe 560.000 Euro weniger als noch im November 21. Und wir sind nicht mal ein Jahr später. Diese krassen Schwankungen stellen beim Bitcoin natürlich ein enormes Risiko dar. Klar, wäre man 2014 bereits dabei gewesen, dann wäre es ja auch praktisch jetzt egal gewesen, wann man gekauft und verkauft hätte. Also egal wäre es nicht gewesen, aber man wäre immer im Plus rausgekommen. Steigt man allerdings später ein, beispielsweise bei einem Bitcoin-Wert von 60.000 Euro pro Bitcoin, dann sitzt man jahrelang möglicherweise auf den heftigsten 50, 60, 70, 80% Verlusten, die meisten gar nicht aussitzen würden und man würde sich fragen, ob der Bitcoin jemals wieder diesen alten Wert erreicht, so wie aktuell. Daher das Risiko eines Investments ist hier immens und man sollte immer nur das Geld investieren, was man hier auch wirklich zu 100% oder zu 90% verlieren könnte. Kein Vergleich zu einer ETF-Anlage oder natürlich einem Sparbuch. Die theoretische Rendite hätte hier bei 5.000% gelegen, aber das, was ich davor gesagt habe, also diese Aussage, liegt mir persönlich ganz stark am Herzen. Ich höre im privaten Umfeld immer Leute, die in einem Atemzug über Bitcoin sprechen und von den Verlusten, die sie gemacht haben oder von den Gewinnen, die sie dann wieder verloren haben oder eben auch von denen sie nur gehört haben, weil andere so investiert haben. Und im gleichen Atemzug reden die gleichen Personen über eine ETF-Anlage oder eine Aktienanlage, die für sie gar nicht in Frage kommt, weil man da genauso gut Poker betreiben könnte und weil das ja reines Zocken ist. Klar, einzelne Aktien wie Wirecard sind natürlich definitiv risikobehaftet gewesen. Auf der anderen Seite bieten ETFs ja eben genau die Möglichkeit, breit gestreut und von einzelnen Aktien unabhängig zu investieren. Ob man jetzt einen stinknormalen MSCI World oder einen All Country World Index ETF kauft oder eben ein Factor-Portfolio, sind eben Nuancen im Unterschied, wie man auch hier in der Performance sieht. Es muss kein kompliziertes Factor-Portfolio sein. Aber die Rendite eines ETF-Sparplans, breit gestreut, liegt weit über der vom Sparbuch und sogar über der von Immobilien, aber eben deutlich unter dem Risiko von Bitcoin und anderen Altcoins oder auch von Einzelaktien. Ich finde eine Vermischung dieser Anlageklassen höchst problematisch, weil sie viele Leute davon abhält, ein vergleichsweise humaneres ETF-Investment zu tätigen. Klar, auch hier gibt es 50% Verluste, aber es ist eben trotzdem nochmal ein Unterschied zu Bitcoin und Einzelinvestments in Aktien. Was wäre noch krasser als Bitcoin? Ja, könnt ihr mal überlegen. Hätte man 2004 in Google, also Alphabet, Amazon, Microsoft und Apple investiert und hätte man dann 2012 noch direkt in Facebook investiert, als es möglich war, also aktuell in Meta, dann hätte man sicherlich ein gutes Näschen gehabt, was die Top-Performer der letzten Jahre angeht. Die sogenannten GAFAM-Aktien habe ich hier mit einem 5.000 Euro Investment ebenfalls mal durchgerechnet. Wir gehen also davon aus, dass in jede Aktie im Jahr 2004 jeweils 1.000 Euro investiert worden ist. Die 1.000 Euro für Facebook wurden erst 8 Jahre später, also 2012, investiert. Wir sehen in der Performance, dass die GAFAM-Aktien vom Kursverlauf her sehr ähnlich zu den ETFs performt haben, nur deutlich renditestärker. Bereits im Mai 2008 hätte dieses Depot einen Wert von 18.000 Euro erreicht, bevor es dann während der Finanzkrise nach unten gegangen wäre, um ca. 50%. 2011 hätte dieses Depot bereits einen Wert von 30.000 Euro gehabt. Wiederum 3 Jahre später, 2014, stünden bereits über 60.000 Euro in den Büchern. Die Verdopplung des Wertes alle 3 Jahre hält auch 2017, wo man mit dem Depot bereits einen Wert von 120.000 Euro erzielt hätte.
Klar, der Bitcoin hätte in viel kürzerer Zeit eine derartige Rendite hervorgebracht, allerdings eben noch deutlich volatiler. 2020 wären die GAFAM-Aktien im Depot dann über 300.000 Euro wert und 2021 wäre das vorläufige All-Time-High dieses Depots bei knapp 455.000 Euro gewesen. Aktuell liege der Depotwert bei ca. 380.000 Euro, also 120.000 Euro höher als beim Bitcoin-Investment aktuell. Und das, obwohl das Bitcoin-Portfolio zwischenzeitlich mehr als das Doppelte wert gewesen ist. Am Ende bleibt eine Rendite von unglaublichen 7.491%. Die letzten beiden Beispiele hier, die ich gerade genannt habe, sind aber aus mehrfacher Hinsicht unrealistisch. Zum einen hätte man ausschließlich diese 5 Aktien treffen müssen. Somit besteht ein enorm großes Risiko, dass eine der 5 Aktien den Bach runtergeht. Klar, jetzt wissen wir, dass das bis heute nicht passiert ist, aber das hätte man vorher kaum erahnen können. Gleichzeitig sind die Einstiegszeitpunkte, insbesondere bei Facebook natürlich, enorm gut gewählt. Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch, dass ein simples Buy and Hold natürlich zum Erfolg führen kann, wie auch bei der ETF-Anlage. Die 5 Outperformer-Aktien der nächsten 20 Jahre zu treffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit und jeder, der es versuchen würde, würde wahrscheinlich keine derartige Rendite erzielen, weil er es einfach nicht wissen kann. Natürlich, mit ganz viel Glück kann man es schaffen, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Noch risikoreicher als die GAFAM-Aktien und damit phasenweise auch renditestärker ist natürlich der Bitcoin gewesen. Die vielen Bitcoin-to-the-Moon-Geschichten und Millionäre sind sicherlich toll für die Romane, Fernsehbeiträge und so weiter. Viele verlieren hier aber auch eine Menge an Kohle und versuchen aktuell auch immer noch bei vielen alternativen Kryptowährungen dasselbe Traum-Szenario herbeizuführen. Nicht häufig stehen dabei Verluste von 90% bei einzelnen Kryptowährungen zu Buche und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich glaube, mein kleiner Anteil in der Kryptowährung Dash liegt immer noch bei über 90% Verlust, auch nach 4 oder 5 Jahren. Spekulation im kleinen Rahmen kann natürlich Spaß machen und kann für ein Spaßportfolio interessant sein. Im großen Stil ist es aber nicht unbedingt die sicherste Anlage. Für mich persönlich ist daher die ETF-Anlage das spannendste Medium, natürlich nicht so risikobegrenzt wie ein Sparbuch, dafür mit einer gesunden, aushaltbaren Volatilität, gerade langfristig, einer breiten Streuung und bei langem Atem natürlich auch mit durchaus passablen Renditen. Was meint ihr? Wollt ihr weitere Vergleiche über andere Zeiträume mit anderen ETFs oder anderen Aktien oder sonstigen Anlageformen sehen? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video.